Good morning. Es ist eine Freude von dir, hier zu sein. Ich denke an some Lieder gehen durch andere Tiden und some sind ganz gesund und ganz glücklich und some sind fieberig und some sind verkühlt und some sind schnodderig und alle top haben wir das im Großen und Ganzen aber noch fein. Die Stimme ein bisschen wechselt und wir das noch nicht ganz uit. Wir schaffen das noch. Und wenn wir das top kommen, dann denken wir, beten für Kranke, wir beten für andere, die in Need sind. Und wir probieren mitzudenken, was gehen andere Lieder durch und was geht bei uns durch. Und wir machen all das, wenn wir hier top sind, dann versuchen wir uns unsere Gedanken nach Gott zu drehen und sagen, was er uns lehren will. Wir würden manchmal denken, dass wir wissen all, was fehlt zu tun, oder was ich soll tun, oder was es ist. Ich habe das alles ausgefigert. Aber man all das, wo wir immer noch wahren, dass wir sind alles Menschen, die uns an Gott holen machen, damit wir glücklich sein. Wir sind alle Menschen, die manchmal kalt kommen und uns mit Denken gehalten werden. Und dass es so viel wird, wenn Gott sein Wort dort an uns kann tun. Wenn Gott sein Wort zu uns reden kann, wie ob sein, dann haben wir die Freudigkeit, Dinge zu ändern. Wenn das aber bloß eine Person ist, die zu uns reden wird, dann ist das manchmal nicht so leicht, dass wir willig sind, Dinge zu ändern. Das hat mir der Bruder oder der Schwester gesagt. Und deswegen ist es immer gut, dass das, wenn wir so top kommen, und wir drehen unsere Gedanken top nach Gott, Gott, was du uns von dir lehren? Dann können wir alle Leute sein in Haus fahren und mit denen sein, dass von der hat Gott, was gesagt, wo ich mich an zu praktizieren habe, wo ich mich an zu üben habe, oder was ich an mein Leben zu tun habe. Und so von der habe ich das Thema gestellt, Self-Disipline. Und ich weiß nicht gesagt, dass wir verstehen, so über die zu bringen, dass wir alle wollen dort kriegen, was mein Verlangen ist. Ich komme gestern den Gedanken an, ich kann nicht ganz nur Deutsch und bin zu viel Englisch, dass wir das schaffen. Aber ich will mir all das dann versuchen, das Beste, was ich kann. Ich will mit derselben Versen anfangen, was ich Sonntag dort. Und hier sind ein paar Versprechungen, was ich die Sonntag all bekicken dort, und weil wir uns von der und weiter bekicken. Und hier sehen wir, wo Gott Gebet erhören wird und wo sich ist und von dort können wir wiedergehen. Und unsere Arbeit persönlich so aus dann das Volk Israel. Wenn wir uns mal die ersten 3 Verse lesen. Das in Numbers 21, Vers 1 sagt es, aus der Kanaaniter erkenne ich, der in Arad in das Siedland wohnt, dort hier, dort die Israeliten auf dem Weg von Atarim niederkamen, greif er die an und nahm einige von an Fuß. Dann mögen die Israeliten den Herrn ein Versprechen und sagen, wenn du das Volk in unsere Hände gibst, dann wollen wir an ihre Städte den Bund durchführen. Und der Herr erhielt die Israeliten ihr Gebet und gab die Kanaaniter in ihre Hände, und sie führten den Bund durch und vernichteten mit ihre Städte taub. Deswegen kriegt die Gegend den Namen Harma. Excuse me. Am Englischen sagt der zweite Vers, and Israel vowed a vow unto the Lord. Und dann in Vers 3 sagt es, and the Lord hearkened to their voice of Israel. To the voice of Israel. So, die Kinder Israel, die sagen, wenn das was passiert, wir wollen something tun. Und ich, als ich Versen halt sehe, dann sage ich von der Wahrheit, wir alle haben zu Gott gesagt, ich will die folgen, ich will die nur folgen, ich will dein Kind sein, und ich will tun, was du weißt von mir. Und wir alle haben erfahren, dass Gott hat unsere Gebete erhört. Wir haben erfahren, dass unsere Sünden sind weich, haben uns aufgenommen, wir fallen nicht mehr bedrängt und schuldig und erlassen. Das alle weit wir haben wir alle erfahren. Aber danach mag all dort, es ist wichtig, dass wir beständig kicken, wo ist mein Wandel, wo ist mein Leben? Stimmt dort taub mit dort, was ich Gott versprochen habe?
Lernt er noch einmal geht er noch einmal an dezelfde lijn, wat ik Gott versprochen habe. Wenn wir denken an das Wort Disziplin, das hört sich meistens, wenn wir dann sagen, nu muss ich mit some Dinge auf sein. Diese Dinge darf ich nicht mehr. Oder das ist ein bisschen den Eindruck, was das Wort allein für sich geben hat, aber wenigstens, dass ich es verstehe. Aber durch dem, dass ich das wieder studiere, dann warte ich über dem an, das Wort Disziplin wird nicht bloß auf sein, aber es wird noch sein, nu habe ich something ab, oder nu something, was ich zu tun habe. Ich kick das Wort ab und habe es wieder von der abgeschrieben und unter dort Definition, das stimmt eine ganze Reihe wieder unter dort Wort Disziplin. Und das sagt Control, Training, Teaching, Instruction, Regulation, Distraction, Order, Authority, Rule, Strictness, a firm hand. Das ist alle unter das Wort Disziplin. Und wenn man es wieder alle wollen einzeln bekicken, das würden uns auf verschiedene Wege, an verschiedene Linien nennen führen. Und ich will von der nicht so viel an dort nennen gehen. Aber wir wollen uns noch eine Person ankicken, was passiert im Leben, wenn wir Disziplin praktizieren in uns Leben. Oder was gibt das für eine Person, die das praktiziert oder die das nicht praktiziert? Was ist der Unterschied von dir? Und wenn wir dann kicken, dann noch Daniel 6, Vers 11, wir wissen, dass Daniel hat ein ganz striktes Leben, ein Leben, das klar diszipliniert wird. Und ich glaube, da können wir von lernen, wo wir uns Leben sollen disziplinieren. Daniel 6, Vers 10. Oh, das ist Vers 10 in Deutsch, in Englisch. Englisch ist es Vers 10, in Deutsch ist es Vers 11. Es sagt, in Daniel sein Haus wie in Boberstuben mit Fenstern, die nach Jerusalem kickten. Da ging er immer, 3-mal den Tag, sich knien, am Gott anzubeten und zu danken, als er nur den königlichen Befehl hier, ging er durch einen Krieg so beim offenen Fenster beten als immer. Daniel wird klar, wir weiten, wenn wir vorher lesen in Vers 4, du hast es, wo, ich soll ihn falsch lesen, ich kann ihn hier nicht, aber wenn es den noch lesen, um die Geschichte ein bisschen klarer kriegen. Daniel wie eine Person, der hat Ordnung in seinem Leben. Und wir sehen, dass wo viel dort in seinem Leben bewirken wird, wenn es Ordnung hat. In Vers 4, da sagt es, nu weiß ich, hier ist es auch, wo Daniel angestellt, einer von den 3 Angestellten war. Und haben wir mit 200 angestellt, wo die 120 Männer, die über die Provinzen angestellt werden, können ihre Berichte aufbringen. Und dann in Vers 4, da sagt es, nu weiß ich, dass bald ruht, dass Daniel besonders fähig zu der Arbeit war. Seine Arbeit wird so viel besser als der andere Verwalter. Der Volkslehrer er, dass der König am Plan über das ganze Volk Israel unterstellt. So, der König sagt hier wie ein Mann, auf den er sich verlassen kann. Und der sich an der Sache kümmern wird. Wenn wir eine Verantwortung gegeben, er für der, er sagte nur, dass dort auch getan wird. Der andere Verwalter, der können da nicht an sein, und wir wissen, dass sie sagten und schlägen. Das sagte, sie sagten und checkten, wo wird der mal einen Fehler merken? Wir wollen den beschuldigen für den König. Aber sie kommen mit dem Entschluss, und den Entschluss, den schieden wir mit an und sagen sie, probably, wo wir am 96 beschuldigen können, oder 96 in den Fall kriegen können, ist an dem, wo er seinen Gott dient. Wo er seinen Gott dient. Du, wo wir vielleicht kennen, was man dann. Dann ist uns die Geschichte bekannt, wo die versagten, dass dadurch der soll 96 Handgebet aus nur den König. Aber dort würden sie Daniel kriegen, und sie deuten noch. Sie kriegen Daniel. Aber was braucht das für ihn? So, wenn wir checken, ob andere Menschen raufzudrücken, am Angst abzuheben, dort kann sehr vielmals Krieg zu gehen, als diese Volkslehrer das ging.
Zij kregen Daniel bij een lijfskroe ben. Aber Gott heeft hem eruit en staal de andere doen. Daniel had hij beschützt, wens hij weer een persoon van Self-Disipline. Hij weer een persoon wat beständig in Gemeinschaft wie met Gott. Nicht een dag ja, nächsten dag nee. Hij weer beständig, dat zei jeder dag 3 Mal. Hij wist waar het met tussen arm en zijn Gott stond. So Gott beschützt hem. De andere Volkslehrer kämen Krieg doen, aber die bleiben nicht verschont. So hier sei wir, wo wir können sehr aufpassen, dass wir nicht wollen versuchen, andere Doel zu drehen, um uns abzuheben. Dort wird nicht schaffen. Dort lässt Gott sich nicht vor. Gott führt dort 3. Vielleicht kann es sein, dass ein Stützchen wird schaffen, ob einer auf andere steht, aber das wird 3 auf uns kommen, wenn wir dort wollen versuchen. So ist es hier bei diesem Mann da. En ik wil in vers nog einmal lesen, 6 vers 10. En Daniel zijn huis weer een bovenstoven met vensteren die naar Jeruzalem opweren. Toen ging hij immer 3 Mal den dag zich knien om God aan te beden en te danken. Als hij nu den königlichen Befehl hier, ging hij de wegen kraak zo bij hem op een venster beden als immer. Hij wist nu, dit nu naar het venster gaan beden, dat andere dat worden zijn, dat wat probably mijn leven kosten. Aber ich glaube, er ein Ding klar, dat sterven, hier bei ihr bleiben, dort wo ich eine nicht immer. Sterven, wo ich eine weh. Ich bin noch nicht mehr ganz jung, aber mein Gott, den kann ich nicht auf sein. Ich kann es nicht erfordern, da dich dort zu warten, zum wir mit meinem Gott reden. Das kann ich nicht erfordern. Was immer mit meinem Körper passiert, ist mir nicht mehr wichtig. Aber die Gemeinschaft mit meinem Gott, dort ist mir wichtig. Dort ist, wo ich will, treu sein. Was immer mit mir passiert, als ich wo in der Loch von der Lebensende geschmeten, dort ist mir ein Down. Aber die Gemeinschaft mit diesem Gott, die kann ich nicht loten. Nur das rumdrehen, mit unseren Drackeketten hier bei ihr und mit unseren Vergnügungen und was immer wir hier so begegnen, wo uns dort auf einmal von der Gemeinschaft mit Gott wahrnehmen? Wo wir auf einmal denken, das andere Leiber tun, als die Gemeinschaft mit unserem Gott pflegen? Daniel wusste, diese dartig Deel von nu wieder, kann es mein Leben kosten, wenn ich will mit meinem Gott in Gemeinschaft sein. Aber er ging danach. Er hat ein klares Leben, ein Self-Disipline Leben. Er deed wat hij wist, wat voor zijn God recht was. Ik wil verzekeren, some dingen op Engels. En we hebben zijn wat we doen leren kennen. Self-Discipline. Tim, dat we damit wiederkommen, is het wichtig dat we weten. Some dingen weten doen. Het zei, know your weakness. We alle hebben steden in ons leven, wo wir schwach sind, oder was ein weak point ist für uns. Und das ist sehr wichtig, dass wir den weiten. Wenn wir den nicht weiten, wo würden wir können abpassen in dem, wo wir schwach sind. Und ich glaube alle, wir alle drehen Futzen, da steht, oh, für diese steht, das immer sehr gut, wenn ich abpasse, oder nicht allein sein, oder something. Da weit wir all Fuß. Bis da sehen wir einfach bloß schwach an. Und da haben wir sehr verschieden. Einen würde auf einer steht sein, ein anderer wird auf andere steht sein. Einer kann vielleicht wegen Wort oder wegen Phone oder was immer das ist. Wir haben Städten, wo wir schwach sind. Und dort ist wichtig, dass wir weiten, wo die Städte ist. Und dass wir die segnen, wo die an uns sind. Und dann der zweite Punkt ist, remove temptation. Wenn wir weiten, dass wir schwach sind und uns die Temptation ankommen, das ist wichtig, dass wir die Temptations zurückziehen, dass die nicht wollen tun, dass wir auch vorabdenken, diese steht als gut, wenn ich die Temptations wieder muss. Nummer 3. Set clear goals. Klare Zielsachen für uns Leben. Wenn wir nicht ein klares Ziel für uns Leben haben, what's the point? Dan denkt mir dat niet zoveel uit waar het krijg is. Als ik regularly met mijn God gemeenschap heb, nee.
Wenn ich aber ein klares Ziel habe, dann wird mir das was uitdoen. Dann wird mir einen Unterschied merken, als ich mir durch am Kämmen wo oder nicht. Set clear goals in ons Leben. Das ist sehr wichtig. Und Nummer 4, build your self-discipline. Das abbauen, dass ich mich selbst in Ordnung stellen, dass ich mich selbst disziplin do. Dit is zoals ik doe. Ik heb een ziel, ik heb een goal waar ik gaan wil en dit practice ik. Dat doe ik practicen. Jeder dag, jeder stund zeg ik dat nu. Number 5. Create new habits by keeping it simple. Create new habits by keeping it simple. Nicht versuchen, gerade schon zu merken, nu habe ich mir ein Goal gesagt, nu wo ich das so ausführe. No, keep it simple, but true. Und aufrichtig sein in das. Number 6. Change your perception about willpower. Ich will, und das hat eine Kraft, und das tue ich. Das habe ich mir nicht gesagt, und das will ich, und dann tue ich das auch. Wir alle kennen uns, abstehende Hand sagen, und ich will mit meinen Sports oder whatever, das geht mich scheinen, das will ich, und dann tue ich. Und dann spende ich meine Zeit dazu, dass ich das auch kann. How about unsere Zeit und unsere Gemeinschaft mit Gott? Wohnt es bei mir nu hecher? Wo doe ich das meten, dass ich weiß, dass mein Willpower habe ich das höchste ab, die Gemeinschaft mit Gott gesagt. Dann du hängen alles andere. Number 7. Forgive yourselves and move forward. Wenn wir uns ein Ziel gesagt haben und wir haben wollen, und wir haben es nicht gebüht, wir sind kort gekommen, dann werden wir nicht sagen, oh, ich kann es doch nicht. No. Dann werden wir sagen, ich war frisch versehen. Das kann ich nicht doch lohnen. Das geht jedoch an die Gemeinschaft mit meinem lebenden Gott. Mit dem Gott, der mir geraten hat. Mit Gott, der mir die Sinnen vergeben hat. Mit Gott, der mir das ewige Leben gegeben hat. Gleich all die sein und sagen, oh, dann, das schafft doch nicht. No. Uns selbst vergeben und verweg move. Wer von uns alle hat mit Boy geklaut? Was wir bespätzt, Boy? Das ist nicht. Später boven sein, das ist nicht. How about unsere Temptations? Wo wollen wir uns manchmal anleiten? Wir wurden getemptet bei Dingen. In uns Mind, das streift nur, das streift nur. Was passiert, wenn wir das getan haben? Dass du einen Kampffall Schlagfall. Oder dann Fall war ein Schlag. Das ist nicht, was wir gegeben haben. Wenn wir zurückgehen, dann können wir sagen, als ich noch dort bin, du wirst besser. Aber auf Spätzboy, du hast nicht. Das ist so laarig. Du hast es nicht. Und so schaffen die Temptations bei uns. Die führen uns voran, die gnauen in unseren Mind, und die wollen wir haben. Aber wenn wir es getan haben, dann hast du bloß, das ist nicht. Na, eine Verdammnis, der Schlagfall, das ist, was du hast. So, wir können uns denken, wenn wir getemptet wurden, auf verschiedene Wege, was wird passieren, wenn ich das tun habe? Du wirst nicht sehen. Wir sind immer so gesagt, wir wollen wir haben. Wir versuchen, wir haben zu streben. Und das sollen wir. Aber wir sollen das versuchen, zu uns sagen, oh ja, wie du sein erstes Sohn, was ich will, wenn ich schwör, was du sein. Was das sonst sein, als ich will, wenn ich was du sein. Wenn ich aber später Boy sein, dann kann ich bloß raufkicken, wo du ihn alle lässt. Dann herkicken merkt nicht einen Unterschied von, als ich irgendwie era. Aber später Boy, das ist immer noch bloß ein Herr. Aber das merkt einen Unterschied, wenn ich aber später Boy sein und raufkick. Oder wenn ich ihn sein und raufkick. Das merkt einen Unterschied. Aber später Boy erst nicht. So, weil wir in unserer Temptation, wir alle begegnen dort, wir alle kommen auf Stellen an, was uns jankert uitzufangen, wo wir uns aber nicht reich überfallen, oder wo wir vielleicht sogar glauben, dass es nicht gut für mich oder nicht reich für mich. Weil wir uns denken, wenn wir wollen durch sein, du wirst nicht sein. Der nächste. Self-Discipline, the foundation for success.
Wenn wir nicht kennen an Self-Disipline, dann können wir nicht Success haben in uns Leben. Dann können wir nicht eine Beständigkeit beweisen, zum du hinkommen. Excuse me. If you want to be successful, do not seek success. If you want to be successful, do not seek success. Seek to become a person of value. Du bist as success. Aber nicht, wenn wir wollen, sehen nur das Success. Das ist nicht, wo wir das wollen finden. Aber seek to become a person of value. Und ich weiß nicht, was an das ganz so wird sein. Aber ein Ding ist klar, wenn wir eine Person begegnen, die will ich erst beifügen, die will ich erst seine Hand handreichen, das wo wir leicht wollen hingehen. Aber wenn du eine Person hast, die nicht was übrig hat, und die seine Hand hat und sich alles bloß sich selbst dreht, du wirst nicht so leicht hingehen. Du wirst nicht so leicht nach Hause gehen, wie das weit wie all das Haupt nicht. So, wenn wir wollen Success haben in uns Leben, dann ist es das Beste, was wir tun können, uns aufstellen für unseren Nächsten. Dort ist, wo Success kommt. Und ich weiß, das Kontakt hat damit zu tun, dass wir uns Self-Confidence abbauen und das brauchen wir in uns Leben ab. Wenn wir keine Self-Confidence in uns haben, dann sind wir leicht dabei, dass wir uns besuchen, ich sage, dass wir ich sage und das geht nicht viel Leute. No, wenn wir bei dem Punkt kommen, dann wollen wir nicht viel wiederkommen können. Und es ist wichtig, dass wir klar merken in uns Leben, ich habe ein Goal, was ich will, und durchstrebe ich nur. Ich sage alles zu tun, was ich kann, um dort zu erreichen. So, if you want to be successful, do not seek success, seek to become a person of value. Das wird uns was daran führen. Und dann Number 1 sagt es, Self-Discipline is a pattern of behavior where you choose to do what you know you should do rather than what you want to do. Das ist ein pattern of behavior, wo wir uns benehmen tun. Wir gehen danach, wir kicken, wo benehme ich mich in meinem Leben. Ich kicke ich tue nicht nur aus mir jankert, weil ich tue nur, was ich weiß, was ich soll tun. Second point. It's the inner power that pushes you to get out of bed to exercise rather than sleeping in. That's the inner power. Wir alle haben noch mal einen Tag, dann muss wir gleich länger am Bad bleiben. Und ich glaube nicht, dass das dann für uns alle anreichen, alle out ist. Aber wenn wir gewohnt sind, alle Tag bei Klock 8 im Bad zu bleiben, dass andere Menschen anfangen zu suffern und dort echt lang im Bad bleiben, dort ist arg. Wo ich hinkomme, das ist nicht so zu schaffen. Als ich das hier lese, dann fällt mir bei eine Familie in Paraguay, wo wir viel haben mit zu tun gehabt. Eine sehr feine Familie. Aber du wirst ein Partner, der ging Klock 1, Klock 2 danach schlucken, Klock 11, Klock 12 smars stand er ab. Der Mann hat 20 Jahre Geduld und dann auf einmal sagt er, nicht mehr das Geld, ich gehe weg. Und der Ehe ist 2. So schön, wenn wir unseren Körper mehr schätzen als den Menschen um uns. Number 3. It is the willpower over more basic desires. Basic desires. Ich kann nicht bloß für mein Fleischwerk andenken, ich denke für Rami. Ich denke an was das an andere Menschen Rami, so als ich leben da. Ich do mir Disziplin so, dass das Rami die Menschen das Wort antreibend sind. Nu trek ik naar Daniel, wo wir haben wir einen Mann, der Success hat. Sache dort noch, er sagt die Gemeinschaft mit Gott, das ist am wichtig. Aber das eben das scheint mit an, wie es wir klar an die Gemeinschaft mit Gott.
Number 4. The most successful people in life exercise discipline on a daily basis. Nannt habe ich gekeken naar verschiedene mensen waar die han succes gehad in ihr Leben, die han dagtäglich Dinge klar gehad in ihr Leben. Die hadden een Ziel, die hadden een goal. Dat is wat die achieven deiden. Dat is wat die nur sehen deiden. En dat is hoe wij in deze succesvol werden in ihr Leben. En dat is wichtig, dat we dat practicen, dat we dat no gaan. Discipline brings a stability and structure into a person's life. Zodat je, wanneer ik niet met discipline kan, en is dat zodat anderen kan zich niet op mij verlopen. Wij zeggen, eenmaal ga ik, doe ik dat, nächste Mal doe ik niet. De mensen die kunnen niet uitvinden wat wo ik zijn, en zijn een persoon wo ze niet kunnen something absagen en zich op verlopen kunnen. En wanneer ze dat niet kunnen, dan kom ik met mijn leven nog niet aan, wees anderen verloten zich, kan zich niet op mij verloten, en die worden mir nog niet voorhanden staan. So discipline brings a stability and structure into a person's life. En wanneer we niet een klare structure hebben voor ons leven, dan wo soll het schaffen? Niet een klare Ziel hebben voor mijn leven, dan word ik ook zeer leicht distractief zijn naar een of naar andere zijde, wo ik really goed wil willen zijn. Number 6. It teaches a person to be responsible and to respectful. To be responsible and respectful. Dat leert ons de dingen. We warnen ons te aan. Andere mensen zijn dat aan ons, dat ze kunnen zich op ons verlaten, wils we doen dingen zo en zo. Self-discipline is the ability to control yourself and to make yourself work hard or behave in a particular way without needing anyone else to tell you what to do. Omdat anderen ons zeggen moeten wat we doen zullen. We even ons toe aan dat anderen ons niet zeggen breken. We weten nu als de klok 9:30 het tijd naar kerk te fahren. Breken ons keiner zeggen. We zijn al 15 of 20 minuten eher zijn we eruit. We weten dat al. Nächste zondag 9:30 wat hier kerk je bedstijd aanvangt. Da weet je van der, ons ganze Ziel, dat is van der aan also, maar dan wil ik reizen, 20 minuten eher, dat ik er, wo einmal we weten bevoren, dat het doe is. We leren ons dat, nee, dat heeft nog een beetje tijd, en dan komen we bij hem zijn. Er de hand al vorig met je bedstun, dan komen we dan. Dat kan allen passeren, dat het moet lood zijn. Aber, wanneer we discipline leren, en we ons klaar hebben en zielen in ons leven hebben, dan verzeker we door te komen. We kunnen dat ook op narechte weg aanwenden. We zijn in 2 Samuel 15 vers 2, dit was Absalom, wo hij verzocht zijn zich als een koning te maken. En wat deed hij? Ik denk, wat ik maakte, wat Absalom deed, ik wil den Vers mal lesen. 2 Samuel 15 vers 2 sagt het, en Absalom stond pünktlich tidig op en ging en stond bij den Weg beim Staatspoort. Da man irgendwer mit einer Frau will vor den König kommen zum Gericht, dann ruft Absalom denen an, vertal hij mit denen. Maar wat deed hij? Hij discipline zijn Schluptijd. Tidig smars, pünktlich, tidig smars. Aanbracht het zijn een volgens hadden een schlemmer, hadden een aardig Ziel doorheen. Aan dat zum Fall brengen. Aber we zijn een mens wat zich discipline in zijn Schlup, maar wat hij zich klaarmaakt zijn Schluptijd en je controle heeft, der heeft ook succes met dingen aanvangen. Der heeft succes met dingen verder wegbrengen. Absalom bracht het te zijn Schulden, bis hij dat niet nur Gott zijn wil. Aber het is danach der Weg, wo ein Mensch wo handkämpft, wann der tidig absteht und sich durchsteht. Hebräer 12, Vers 11 sagt es, gestraft worden ist für uns, gerade wenn das passiert, nicht eine Freude,
aber trüher. Nur Herr aber bringt dort für die, die sich dadurch im Gouden geöffnet haben, eine scheine Arn von Frieden und Gerechtigkeit. Self-Disipline ist nicht unbedingt Strufen. Aber das ist something, wo wir uns mal klar machen und das nicht unbedingt immer schein geht. Und das wird something kosten von uns. Und wenn wir das wollen, dann nur her, wo wir trägt sein, dass das wird gewesen. Dass das sehr gut wird gewesen. Wenn es in der Zeit, wenn wir das tun, auch schwer ist. An sich so viel und dass, oh, ich würde hier noch mal 20 Minuten länger schlafen. Ich würde nicht wählen, ich fühle mich nicht dafür. Aber was immer das ist. 1. Peter 2, Vers 9 sagt es, aber ihr seid ein ausgewähltes Volk, den König sein Priestertum zu sein, ein heiliges Volk, Gott sein eigenes Volk, das die anderen sein sollen, wo wundervoll der ist, der jünd aus dem diesen Rückgrat und in sein wunderbares Licht gestellt hat. So, wenn du nicht ein klares Leben hast, und nicht ein klares Ziel in uns Leben haben, was halten, wenn wir andere sagen, was für ein wundervoller Gott wir haben, und was für ein wundervolles Volk wir sind. Wir dürfen unsere Message selbst nicht merken, mit dem, wenn wir nicht ein klares Ziel in uns Leben haben. Als ich über diese Message nur denken, dass wir viel Weg all, dass mir dort anlegen in der zu reden, und dann habe ich versucht, mich selbst zu bekicken. Und ich dachte über dem, so mir fehlt diese Message nicht aus der Versammlung, wo ich mich zu practicen habe. Ich bin einer von Gott, ein ausgewähltes Volk. Die alle sind auch von dir. Aber wo ist mein Leben? Wo schaffe ich in mein Leben? Ist das so, dass die Familie kann sich an mich verloren? Die Umgebung der Arbeit stehen, kann sich an mich verloren? Die Umgebung, was fällt für mich? Fällt für mich ein anmutiger Mann, der bloß unzufrieden, anmutig ist? Sein, dass ich einer von diesen sind, von dem ausgewählten Volk, den König sein Priestertum, ein heiliger Mann, Gott sein einer Mann, was andere sagen soll, wo wundervoll das Gott ist. Du könnt mir selbst fragen, und mir gehen die Gedanken auf sehr viele verschiedene Städten haben. Was ist Disziplin? Was ist ein klares Ziel in meinem Leben? Gott hat sich mir gewählt, und er sagt, ich bin ein Ausgewählter, und so sagt er dort today, und wo kicken die Menschen von Besitz an? Was sagen die? Das ist was ein großer Unterschied macht, was die an mir und an die wollen sein. Die Schrift sagt es so klar, dass du sind von den Ausgewählten, du sind der, was Gott geraten hat, du sind der Gott unsere Sinnen vergeben hat. Gott hat nicht mehr angeschrieben, die sind nicht mehr. Er gleicht uns, er leibt uns, er fragt uns, sind wir am Gott? Was sagen die Menschen um uns? Ephesians 5, Vers 8. Erst lebt ihr auch im Düsteren, aber nu hat Gott ein Licht abdachen lassen, dann lebt nu auch als seine Kinder, die das Licht haben. Wo vielmals passiert das, dass wir von den Kindern sind, die das Licht in der Hand haben, und wir gehen mitten im Düsteren und wir können nicht sein. Wir werden uns an die Hände switchen. Wir haben das Licht, aber wir können nicht sein. Wir leben aus denen, die noch im Düsteren sind. Und möchte das nicht der Fall sein bei uns. Möchte wir ein klares Ziel sagen in uns Leben, dass wir können durchschicken. Das ist, was Gott will, dass ich soll tun. Das ist nicht something, was ich bloß da jetzt mir das janke. Das ist something, was Gott will, dass ich soll tun. Er hat uns gerade aus der Düsternis. Wir lebten alle verloren. Wir lebten in Düsternis. Wir wären verloren. Gott erbarmt sich über uns und tragt uns zurück. Nu will er, dass es sollte sein, dass auch andere Menschen können angetragen werden. Vers 9 sagt er, dass Licht bringt Gott, Gerechtigkeit und Wahrheit für den Tag. Das bei mir und bei dir auch. Das Licht bringt Gott in Gerechtigkeit und Wahrheit für den Tag. Das sagt nicht das Wort dann auf einmal, das sagt das der. Vers 10.
Proef dat te leren en te doen wat in Herren gefallen hat. Das ist not something dat wat van zelfs komt. Das ist something wo wir mal in Klarheit merken. En ans Leben dat wat schaffen. Vers 11. En hab nichts te doen met onvruchtbare werken die van hem diesem komen. Stalt de Leiber für een dag. Dat is mijn dien opgave. De onvruchtbare werken für een dag stellen, dat het te zijn zijn. Wow. Wir alle würden sagen, dort wollen wir nicht. Das ist eine Scham. Wenn wir denken an die weak points, die wir in dir haben, dort nicht haben wir sein, das ist doch nichts, dass wir das würden wollen. Ein Sprichwort in England sagt es dit, ein Schap, dat den Vorder nicht horchen will, das Wort, die Steinerklampen horchen. Aber dann kann es zwei brechen. Ein unbrauchbarer Mann, der nicht, das ist frei, wer ist ein unbrauchbarer Mann? Das ist einer, der nicht befehlen und nicht horchen kann. Der nicht kann kommanden und horchen. Das ist ein unbrauchbarer Mann. Das ist John Wolfgang sein würde. Ein deutsches Sprichwort sagt es dit, wo kein Gehorsam ist, kann keine Regierung bestehen. Wo kein Gehorsam ist, kann keine Regierung bestehen. Und wenn wir in Wow merken, dass wir lesen in 1. Vers, wir versprechen Gott ans Leben, gehört nicht an. Wir sagen Gott, hier ist ans Leben, dort, was du weißt von mir. Ich habe die angenommen als mein Lehrer und ich will nicht horchen. Dann ist es auch wichtig, dass wir horchen tun und das auch tun. Das war nicht, dann sind wir einer von denen, die unbrauchbar sind. Und wir alle gleichen, das wird nicht hören, dass wir würden unbrauchbar sein. So manche Menschen in der Versammlung und so, wo wir uns nicht so dort handstellen, dort, wo wir versehen, dass wir wollen Mann passen und wir wollen uns die Hand stellen und dort geht uns auch schein. Aber es ist dann auch wichtig, dass wir unser Leben ganz an den Sehen stellen, dass wir unser Leben ganz unsehen und dass den, was ein Gewöhnlichen haben, dann wo wir nicht so leicht kalt kommen, wo wir sind. Wenn er bloß ein Tag der Weg ist, oder 2 Tage der Weg, oder was immer, dann wo wir leichter darauf kommen. Aber wenn wir ein klares Ziel in uns Leben haben, dann wo wir können successful Menschen sein. Und das ist was uns alle angeht. Wir alle gleichen ein Success zu haben in uns Leben. Keiner gleich, dass wenn wir mit nichts gleich haben. Weil Gott sein Wort lehrt uns da, dass wir das horchen machen. Wir beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns immer wieder anspornen lässt. Und besonders, dass du zu mir geredet hast durch das Wort. Vater, ich danke dir dafür. Ich freue mich, dass du warst. Das schenken, dass ich nicht auf Besitz checken und mir Dinge kommen, die nicht meine sind, aber dass ich kein klares Ziel in mein Leben sagen und durch ein Leben führen. Ich freue mich, dass du diese Versammlung wirst sehen, durch jeden einen nur sein und fällen mit deinem Leben, dass die Menschen ram end, dort werden sein können, dass der erst mit Jesus top gemacht. Vater, ich danke dir, dass wir uns können nur dein Wort holen, wir können nur dein Wort gehen und dass uns Recht nur geben wird, uns Anleitungen geben wird. Wir sind dankbar dafür. Und wir freuen uns, dass wir nicht für den Daumen gleichgültig waren, aber dass wir können uns den Namen lassen. Vater, ich freue mich auch für Kranke, besonders an die Tag an Isaac Mortis, wo du nur sein und segnen und Heilung schenken. Alle anderen, die daran an sind, krank sind oder fieberig sind oder was immer das ist, Vater, wo du Geduld und Gelotenheit schenken. Bete auch für die Regierung, wo du dich segnen. Weisheit geben, das Land reich zu regieren, nur Ding will. Vater, ich freue mich, dass die Lichter, die wir von dir gekriegt haben, waren keine Dagen, dass Menschen waren keine angetroffen worden. In Jesus' Namen.